In diesem Video erhältst du 5 Tipps von der Kettlebell-Legende Steve Cotter himself von der IKFF. Besonderes Augenmerk widmen wir dem Swing. Wenn du also zum ersten Mal diese grundlegende Kettlebell-Übung ausprobieren möchtest, dann bist du mit diesem Video genau richtig bedient. Grüezi miteinander, Gregory von Lebensstark hier. Das ist Teil 2 von Steve Cotters Top 5. Schauen wir uns die einmal an. With the kettlebell, we're not using how you would say for a heavy barbell lift. Heavy barbell, you're going to crush grip and squeeze it, try to break the bar in your hand. With the kettlebell, we don't want that because that's going to fatigue the forearm flexors, which are very strong, but they're mostly fast twitch, which means they're not going to have a lot of endurance. We want to keep this relaxed. We want to use the finger flexors, which are deeper postural muscles and have more endurance. So the grip is not with the palm, it's with the fingers here. And then we secure with the thumb and index over. In some cases, a person may have a small hand, they're not able to lock it. So in that case, the thumb can come behind. Wenn du mit der Kettlebell arbeitest, nutzt du nicht einen Crush Grip wie beim Deadlift, sondern du nutzt den sogenannten Finger Grip. Der Grund dafür ist einfach. Beim Crush Grip arbeiten deine Flexoren im Unterarm, die haben viel Kraft, aber die können nicht lange Arbeit verrichten. Beim Finger Grip hast du die Fingerflexoren, tiefe posturale Muskeln, die können zwar nicht viel heben, aber die haben eine sehr gute Ausdauerleistung. Achte besonders darauf, dass du bei der Kettlebell nicht eine Handfläche als Griffunterlage nutzt, sondern eine Finger- oder den Hook Grip. Darauf kommen wir noch zu sprechen, wenn wir den Clean genauer anschauen. Steve meint, dass dein Finger und dein Daumen einen Verschluss formen. Und wenn du zu kleine Hände hast, dann kannst du den Daumen auch hier platzieren, aber lass ihn nicht einfach hier so offen, sondern nutze eine Technik, damit du die Kettlebell wirklich schließen kannst. We have 3 variables that we manipulate with the training. Okay, we have the weight of the bell. It can be light, moderate, heavy, very heavy. So that's going to change things. It's the volume, the repetition. Low reps, that's a 10, 15. High reps, 100 or more. And then the speed. The speed we measure in repetition per minute. So depending on the speed, the weight, and the duration, how long you're working, which is also going to relate to how many reps you do, it can change in terms of what areas of the body that you're using. Beim Kettlebell-Training hast du grundsätzlich 3 Trainingsvariablen. Nummer 1 ist das Gewicht. 8 Kilo, 12 Kilo, 16 Kilo. Je nachdem, wie viel Gewicht du nimmst, verändert das nicht nur deine Form, sondern auch dein Training. Volumen, Reps bzw. Wiederholungen. Du kannst bei 10, 15 anfangen, zum Beispiel ein Heavy Deadlift mit einer 48 Kilogramm Kettlebell für 10 Mal, oder du kannst auf 100 oder 200 Swings gehen mit einer 16er oder 12er Kettlebell. Die letzte Variable ist die Zeit bzw. der Speed. Du kannst sagen, du machst 8 Reps pro Minute oder du machst 20 pro Minute, und mit diesen 3 Trainingsvariablen kannst du ein Kettlebell Workout in einen Frame setzen und formen. So the swing, we're doing a 2-breath count, a 2 breath for 1 rep. Okay, so the breathing pattern is here. When we switch at the top. So we see that we have both hands working together. I'm using both sides of the body. Okay, so it's not just one side working, it's both sides working. The rear hand follows. Your form with a 16 kilo may not be exactly the form you use with a 32 kilo. Die Atemtechnik des Swings nutzt das sogenannte Power Breathing. Über das Power Breathing haben wir im ersten Teil von Steves Top 5 bereits gesprochen. Du möchtest also ausatmen beim Stretch Apex des Swings, also wenn der Swing ganz hinten ist, und du möchtest ausatmen beim Apex auf der Höhe, also bei der Endposition quasi des Swings. Achte zusätzlich darauf, dass deine beiden Arme mitarbeiten. Mit dem einen Arm nutzt du natürlich das Gewicht, beziehungsweise du hast in dieser Hand die Kettlebell, und der andere Arm arbeitet als sogenannte Ghost Hand. Und diese Ghost Hand spiegelt die Ausführung bzw. die Form der Hand, die die Kettlebell greift. Was ich interessant finde, was Steve sagt, ist, dass deine Form sich mit diesen Variablen ändern können. Wenn du zum Beispiel Snatches machst an einer Competition 10 Minuten lang, dann kann es sein, dass deine letzten Reps eine ganz andere Form haben als deine ersten Reps. First thing we want to understand is it's not a squat.
Okay, so a lot of times you'll see with the swing that a person may do, whether it's one hand or two hand, you may see them doing almost a squat like this. Okay, now a squat's a very quad dominant movement. So you'll see that there's a lot of flexion in the knee, but there's very little trunk action. Versus a hinging movement where the torso, the trunk is doing a lot of flexion and there's very little knee movement. Okay, so generally speaking, the swing tells you what we're doing. A swing is doing this. A swing is like a pendulum. It's based upon a fixed axis, which is the hip. Wenn du eine zu starke Flexion deiner Kniegelenke vollziehst, dann wird die Übung eher quad-dominant. Das bedeutet, dass deine Oberschenkel mehr Arbeit leisten müssen. Eine Kettenreaktion einer zu starken Flexion deiner Kniegelenke kann sein, dass dein Oberkörper dann richtig vertikal bleibt und nicht in die Horizontale nach vorne kippt, wie er eigentlich sollte. Ich habe Steve dann im Livestream gefragt, ob das okay ist, wenn man ein bisschen mehr in die Knie geht. Und er hat gesagt, natürlich ist kein Problem. Weil bei mir, ich nutze ein bisschen mehr meine Knieflexion, also mein Swing ist vielleicht ein bisschen mehr oberschenkeldominant, weil ich merke, wenn ich einen reinen Hinge-Swing mache, spüre ich es stark in meinem unteren Rücken. Wenn du merkst, dass dein Unterrücken vielleicht ein bisschen schwächer ist als deine Beine, dann nutze ein bisschen mehr die Squat-Swing-Variante, aber achte darauf, dass es keine direkte Kniebeuge wird, sondern dass diese Swing-Motion immer vorhanden ist. If you use no knee flexion at all, it'd basically be a good morning. So it's not a good morning. If you use no trunk flexion, it would be a squat. It's not a squat, it's somewhere in the middle. It's mostly hip flexion with a little bit of knee flexion. But that said, again, you do individualize it. So if you're using a heavier weight, you may actually use more quad. If I use too much quad and I squat too deeply, the arm's gonna separate from the body. I have a kettlebell here and I'm doing the swing. So I have to hinge. If I go too low and too much squat, that's gonna happen. Okay, so that's a great feedback mechanism to give you that immediate feedback. If you go too low, it's gonna smash into the bell, and that most people, this is fine. If someone's very short, maybe you lay it on its side, okay? If they're very tall, you maybe put it on a short box, okay? But for most people, this is gonna be just the right distance. So we're gonna feel the fatigue is gonna be in our area that is not as strong normally. Steves Input finde ich sehr interessant, dass wenn du zu stark in die Kniebeuge gehst, und deshalb warnt er quasi davor, dass man nicht zu stark eine Squat machen soll beim Swing, ist, dass dein Arm dann den Kontakt mit deinem Körper verliert. Und wenn du diesen Kontakt verlierst, weil du zu tief in die Kniebeuge gehst, kann es dann sein, dass du den Swing zu stark aus den Armen reißt und nicht deine Hüfte arbeiten lässt. Steve hat uns dann diesen Feedback-Mechanismus gezeigt, wo du eine Kettlebell aufsetzt am Boden und dann den Swing ausführen möchtest und darauf achten möchtest, dass du die Kettlebell, die am Boden ist, nicht berührst. Wenn du ein bisschen kleiner bist, dann kannst du die Kettlebell auch auf den Boden stellen. Du siehst das vielleicht bei Angie, sie hat die Kettlebell auf den Boden gestellt. Und Steve hat noch gemeint, wenn du sehr, sehr, sehr groß bist, dann kannst du die Kettlebell vielleicht auch auf eine kleine Box stellen. Das war's. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video helfen. Wenn du mehr von diesem Video sehen möchtest, kannst du gerne unseren YouTube-Channel abonnieren und schreib in die Comments, auf was du eher achtest. Machst du eher eine Hinge-Swing-Variante oder eher eine Squat-Swing-Variante? Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Peace out.